Hallo zusammen. In diesem Video erzähle ich über den Wasserstandsregler. Das ist so ein Modul, mit dem wir den Wasserstand kontrollieren können, zum Beispiel in einer Grube. Beim Erreichen eines bestimmten Niveaus wird er die Pumpe einschalten, Wasser abpumpen und sich automatisch ausschalten. Oder man kann den Wasserstand in einem Behälter kontrollieren, zum Beispiel in einem Fass. Wenn das Wasser darin zur Neige geht, wird die Pumpe ebenfalls automatisch eingeschaltet, um es bis zu einem bestimmten Niveau und sich dann ausschalten. Dieses Modul arbeitet mit einer Spannung von 12 Volt. Das sind diese zwei Kontakte. Hier legen wir 12 Volt Spannung an. Wechselstrom ist möglich, da hier eine Diodenbrücke verbaut ist, die die Spannung gleichrichtet. Wenn die Spannung Gleichstrom ist, dann an diese zwei Kontakte anschließen, wo Plus Minus ist, spielt keine Rolle, da die Diodenbrücke die Spannung sowieso richtig anlegt. Diese drei Klemmen sind für die Sensoren. Ein gewöhnlicher Sensor, das heißt, man kann einen Metallstab oder ein Kabel verwenden. Ich werde später zeigen, wie alles hier angeschlossen wird. Und diese drei Kontakte gehen zum Leistungsrelais, das die Pumpe oder einen Kugelhahn steuern wird. Dieses Relais kann eine Last von 250 Volt, 10 Ampere steuern, das heißt, bis zu 2,5 Kilowatt Last können hier angeschlossen werden. Und als Beispiel werde ich es anschließen und zeigen, wie es funktioniert. Zuerst müssen wir die Sensoren an diese drei Kontakte anschließen. Der erste Kontakt ist der längste, der als Sensor bis zum Boden reichen wird. Ich habe hier zum Beispiel Stäbe unterschiedlicher Länge zugeschnitten, die wir ins Wasser tauchen werden. Und an den ersten Kontakt schließen wir den längsten an, das heißt, er sollte immer ins Wasser getaucht sein. Ich klemme ihn hier in den ersten Kontakt. Sie müssen nicht unbedingt direkt hier angeschlossen werden, das heißt, es kann über ein Kabel angeschlossen werden. Ein Kabel und dann wird der Sensor im Behälter platziert, während diese Platine separat in einem wasserdichten Gehäuse untergebracht werden kann. Hier schließen wir den längsten Sensor an. Der zweite Kontakt ist unser unterer Sensor, also der Sensor für den unteren Füllstand. Und wenn das Wasser den unteren Füllstand erreicht, wird es die Pumpe ausschalten. Das heißt, wenn wir Wasser aus einer Grube abpumpen oder die Pumpe einschalten, wenn der Wasserstand im Behälter gesunken ist. Das hängt davon ab, wo wir den Kontakt anschließen. Hier gibt es einen normalerweise geschlossenen und einen normalerweise offenen Kontakt. Das heißt, je nachdem, wie wir es anschließen, wird es auch funktionieren. Und mein kurzer Sensor wird der obere Wasserstand sein. Das heißt, beim Erreichen des oberen Wasserstands wird auch das Relais ausgelöst. So, mit den Sensoren ist alles bereit. Jetzt müssen wir die Pumpe anschließen. Sie wird an diese Kontakte oben angeschlossen, die sich neben dem Relais befinden. Und wenn wir Wechselspannung haben, legen wir die Phase an den mittleren Kontakt an. Wenn es Gleichspannung ist, legen wir hier den Pluspol an. Hier an den mittleren Kontakt, das heißt, von der Stromquelle, die unsere Pumpe versorgen wird. Ich lege hier das Kabel an, werde den Pluspol anlegen, und an diesen Kontakt werde ich die Pumpe anschließen. Ich habe zum Beispiel so eine kleine Tauchpumpe genommen. Sie wird mit 5 Volt betrieben. Das rote Kabel ist Plus. Es muss an diesen Kontakt angeschlossen werden. Das heißt, wenn der Sensor auslöst, schaltet sich die Pumpe ein. Das weiße Kabel ist Minus, und Minus schließe ich direkt an das Netzteil an, um die Pumpe zu versorgen. So wird es angeschlossen. Hier lege ich mit den Krokodilklemmen den Minuspol an und den Pluspol an das Relais. Fertig, die Pumpe ist angeschlossen. Jetzt muss das Modul selbst mit Strom versorgt werden. Hier legen wir 12 Volt Spannung an. Das nehme ich auch vom Netzteil. Hier ist es egal, wo Plus und Minus sind. Sonntag. Angeschlossen. Die Pumpe lief sofort an, weil kein Wasserstand vorhanden ist. Die Pumpe schaltete sich sofort ein. Deshalb schalten wir das Netzteil vorerst aus. Und jetzt werde ich das alles in einen Behälter tauchen. Zum Beispiel habe ich so einen Plastikbehälter genommen. So ist alles bei uns bereit. Die Tauchpumpe lassen wir in den Behälter. Und wir müssen Wasser einfüllen und dieses Röhrchen, durch das das Wasser abgepumpt wird, in einen anderen Behälter legen. Und bei uns ist es umgekehrt passiert. Das heißt, die Pumpe schaltet sich ein, wenn der Wasserstand sinkt, das heißt, sie füllt den Behälter. Nun, zuerst möchte ich zeigen, wie man Wasser abpumpt. Wenn es sich um einen Drainageschacht handelt, dann schalten wir diesen Kontakt auf diese Seite. Hier haben wir ihn angeschlossen. Und jetzt wird die Pumpe bei leerem Schacht ausgeschaltet sein. Wir legen Spannung an. Hier leuchteten die LEDs auf. Die anzeigen. Die Pumpe ist ausgeschaltet.
Und jetzt werden wir Wasser in den Drainageschacht füllen. So, das Wasser hat den ersten Sensor erreicht. Und jetzt füllen wir bis zum zweiten Sensor. Wir füllen. Wenn der Wasserstand den zweiten Sensor erreicht, dann wird bei uns die Pumpe einschalten. So, die Pumpe ist angelaufen. Sie wird das Wasser abpumpen. Jetzt, wenn der Wasserstand den unteren Sensor erreicht, schaltet sich die Pumpe ab. Man muss wählen. Einen solchen Wasserstand, damit es nicht vollständig abgepumpt wird, sondern ein wenig Wasser unten bleibt, damit die Pumpe keine Luft ansaugt, damit sie nicht entlüftet werden muss. Erstens kann sie dann im Leerlauf laufen. Ich habe also einen kleinen Wasserstand gelassen, damit das Pumpenrad immer in Wasser getaucht ist. Und hier hat sich die Pumpe abgeschaltet, als der Wasserstand das untere Niveau erreichte. Das heißt, ich erhöhe den Wasserstand wieder des Wassers. Und die Pumpe hat sich wieder eingeschaltet und pumpt das Wasser ab. Betrachten wir nun die zweite Variante, bei der das Wasser im Behälter nicht ausgehen soll. Hier ist der Behälter. Ich habe hier einen Wasserhahn angeschlossen. Das heißt, wir öffnen ihn und das Wasser fließt aus dem Behälter ab. Und wir müssen einen Controller anschließen, damit sich hier beim Erreichen des minimalen Niveaus die Pumpe einschaltet und den Behälter füllt. Deshalb habe ich statt der Stäbe einfach Schrauben eingedreht. Auf der gewünschten Höhe. Das heißt, ein Sensor befindet sich ständig im Wasser, dann der untere Füllstand und der obere Füllstand. Und wir schließen sie auch an den Controller an. Unter der Nummer 1 schließen wir den untersten Sensor an. Dann kommt der untere Füllstand, den ziehen wir ebenfalls fest. Und der obere Füllstand ist unter der Nummer 3. Und die Pumpe habe ich wieder umgeschaltet. Das rote Kabel plus Versorgung der Pumpe an den rechten Kontakt. Und jetzt testen wir das ganze System. Und wenn uns das Wasser im Behälter ausgeht, dann werden wir es aus einem anderen Behälter umpumpen, entweder schaltet sich die Pumpe ein, oder wenn Sie statt einer Pumpe einen Wasserhahn anschließen, damit er das Wasser öffnet, dann schließen Sie es genauso an, der Wasserhahn öffnet sich und füllt den Behälter. Alles ist bereit. Bei dieser Variante kann dieses Modul an einem anderen Ort sein, in einem kleinen Block, in einer Box, und alles ist mit Kabeln verbunden. Und zum Beispiel, wenn der Behälter hoch ist, müssen Sie keine langen Stäbe anbringen, sondern einfach auf der gewünschten Höhe die Metallkontakte nach innen führen, damit sie in Kontakt kommen mit dem Wasser. Nun, wenn das Gehäuse ein Metallfass ist, dann müssen Sie isoliert sein und das Fass nicht berühren. Also, im Großen und Ganzen ist alles bereit. Wir legen Strom an. Der Behälter ist voll, die Pumpe ist ausgeschaltet. Wir öffnen den Wasserhahn, und der Wasserstand beginnt zu sinken. Es ist nur noch sehr wenig bis zum unteren Sensor übrig. Gleich wird das Wasser zu Ende sein und die Pumpe sollte sich einschalten. Der Pegel ist gesunken. Ich schließe den Wasserhahn, und der Behälter beginnt sich zu füllen. Und bald wird der Pegel den oberen Sensor erreichen, und die Pumpe wird sich automatisch ausschalten. Das Wasser hat den oberen Sensor berührt, und die Pumpe hat sich abgeschaltet. So funktioniert dieser Controller. Den Link dazu hinterlasse ich Ihnen in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss allerseits.